Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch parat. Das hier wird nämlich keines unserer typischen Videos, nein, wir begeben uns heute auf eine juristische Reise in die Welt der Filme und Serien. Herzlich willkommen in unserem neuen spannenden Format. Die Kinoanwälte, der Rechtecheck für Filme und Serien, präsentiert von Ganzel Rechtsanwälte. Und ihr fragt euch sicherlich, was das mit Anwälten und Gesetzen zu tun hat. Wir wollen heute mal eine Reise in eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten machen und uns einmal anschauen, wie es dort in bestimmten Szenen und Situationen mit Recht und Gesetz aussah. Und zwar nach deutschem Recht. Klingt kurios, wird aber garantiert spannend, das verspreche ich euch. Und ihr habt es im Videotitel sicherlich bereits gesehen. Unsere Reise führt uns heute nach Westeros und Essos in die magische Welt von Game of Thrones. Die erfolgreiche HBO-Serie basiert auf den Büchern von George R.R. Martin und hat weltweit Millionen von Fans in seinen Bann gezogen. Auch wenn die letzte Staffel und somit das Finale der Sendung für viele kriminell schlecht endete. Und trotzdem, in den ganzen 8 Staffeln und 73 Episoden finden wir unzählige Ereignisse, die wir juristisch unter die Lupe nehmen könnten. Wir haben uns eine Handvoll rausgesucht und wollen mal schauen, wie das Ganze nach deutschem Gesetz zu bewerten ist. Legen wir doch einfach mal los. Gleich in der ersten Folge wird Bran von Jaime Lannister von einem Turm gestoßen. Und klar ist natürlich, das war aufgrund der Verdeckungsabsicht ein versuchter Mord, der aber gleichzeitig scheiterte, denn Bran überlebte das Ganze. Jetzt stellen wir uns aber zusätzlich einmal die Frage, haben seine Eltern Catelyn und Ned Stark nach deutschem Recht ihre Aufsichtspflicht verletzt, sodass es erst zu dieser Situation kam? Denn was wir als Zuschauer wissen, ihnen war klar, dass der Junge gerne mal auf den Mauern von Winterfell rumkletterte und sich damit einem gewissen Risiko aussetzte. Lösen wir das Ganze mal auf. Bran war zu diesem Zeitpunkt bereits 7 Jahre alt. Das ist wichtig zu erwähnen, denn für Kinder rund um das 6. Lebensjahr gilt nach deutschem Recht eine ganz besondere Aufsichtspflicht mit Überwachungsintervallen samt Augenkontakt alle 30 bis 40 Minuten. Bei Kindern unter 6 Jahren sind es laut einem Urteil des Amtsgerichts Ansbach sogar 10 bis 15 Minuten. Nun kann es sein, dass seine Eltern oder eine andere Aufsichtsperson innerhalb dieses Zeitraums mal vorbeischaute und sich vergewisserte, dass es Bran gut ging. Zudem geschah das ganze Ereignis auch so schnell, dass man rechtlich gesehen den Eltern eher keinen Vorwurf machen konnte. In unserem nächsten Beispiel bleiben wir gleich bei Jaime und Cersei Lannister, die beiden, die Bran im Turm bei einer inzestösen Situation zusammen erwischt hat. Beide sind Zwillinge und teilen nicht nur die familiäre Liebe, nein, die beiden führen auch eine heimliche Affäre miteinander und haben gemeinsame Kinder. Wären die beiden in Deutschland statt in Westeros, dann würden sie dafür eine drastische Strafe bekommen. Denn laut § 173 Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches gilt, wer Beischlaf mit leiblichen Geschwistern vollzieht, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe belegt. Nun, die Geldstrafe sollte für die wohlhabenden Lannisters wohl kaum ein Problem darstellen. Bleiben wir doch gleich bei Cersei, denn als in einer der späteren Staffeln herauskommt, welches teils besondere Verhältnis sie zu Verwandten pflegte, wird sie öffentlich bestraft. Die Szene, in der sie nackt durch die Straßen von Königsmund geführt wird, ähnelt dem typischen Prangerstrafen, wie wir sie bereits aus dem Mittelalter kennen. Klar ist, solche Methoden werden von unserem Rechtssystem heutzutage nicht mehr zugelassen. Doch wann wurden die Leute bei uns das letzte Mal an den Pranger gestellt? In Deutschland war der Pranger ein Strafinstrument für kleinere Vergehen, das bis ins 12. Jahrhundert nachgewiesen werden kann. In den Jahren 1848 bis 1849 wurde die Prangerstrafe jedoch weitgehend abgeschafft. Einer der letzten bekannten Fälle war in Berlin im Jahre 1853. Dort wurde auf dem Höhepunkt der Reaktion in Preußen auf dem Hausvogteiplatz noch eine Frau wegen Meineids öffentlich an Pranger bestraft. Und nicht nur die Lannisters, sondern auch viele andere Familien in Westeros pflegen in ihrer Regierungsarbeit gerne mal die sogenannte Vetternwirtschaft. Ob als Thronerbe oder als rechte Hand des Königs, weil man mit diesem zufällig verwandt ist, die Chancen auf den beruflichen Aufstieg in der Politik sind für Familienangehörige in der Welt von Game of Thrones weitaus besser als für alle anderen. In Teilen von Deutschland hat man dieser Art von Vorteilsnahme für politische Ämter und Co. einen klaren Riegel vorgeschoben. In Bayern zum Beispiel dürfen seit dem Jahr 2000 Abgeordnete keine Ehepartner oder Kinder mehr beschäftigen. 2013 tat es der CSU-Politiker Georg Schmidt trotzdem, indem er seine Frau als seine Sekretärin beschäftigte und ihr ein stattliches Gehalt von 5.500 € im Monat zusprach. Als das schließlich rauskam und für Kritik und ein Strafverfahren sorgte, trat Schmidt auch direkt zurück.
Deutschlandweit jedoch ist Vetternwirtschaft nicht verboten, denn das Anstellen über einen offiziellen Arbeitsvertrag beinhaltet nichts Strafbares. Wer aber zum Beispiel aufgrund familiärer Begünstigung ein unverhältnismäßig hohes Gehalt im Vergleich zu den gleichrangigen Kollegen verteilt, der könnte sich vielleicht auch strafbar machen. Wer es aufgrund des Familienrechts ganz besonders auf die Krone von Westeros abgesehen hat, war Viserys Targaryen. Und zwar so sehr, dass er für eine Armee, für die Rückeroberung des Throns, seine kleine Schwester Daenerys an den Krieger Khal Drogo verheiratet. So ganz freiwillig konnte man diese Hochzeit nicht nennen. Was aber abgesehen davon auch schwer wiegt, ist, dass Daenerys Targaryen zum Zeitpunkt dieser Heirat minderjährig war. Im Buch war sie gerade mal 13 Jahre alt und in der Serie bereits 16. In Deutschland ist eine Eheschließung von unter 16-Jährigen immer nichtig. Anders sieht es bei Hochzeiten zwischen 16- und 18-Jährigen aus. Diese können von Gerichten in bestimmten Fällen auch zugelassen werden. Allgemein kann nach § 1314 Absatz 1 BGB eine Ehe aufgehoben werden, wenn sie mit einem Minderjährigen geschlossen wurde, der zwar älter als 16, aber eben noch keine 18 Jahre alt war. Damit wird den Gerichten ein Ermessen eingeräumt, bei Eheschließung durch einen mindestens 16 Jahre alten Minderjährigen trotz des darin liegenden Verstoßes gegen die Bestimmung zur Ehemündigkeit von der Eheaufhebung abzusehen. Das bedeutet, unter Umständen könnten Daenerys und Khal Drogo in Deutschland also ein Ehepaar bleiben. Das würde jedoch individuell von einem Gericht entschieden werden. Daenerys bekommt bei dieser Hochzeit bekanntermaßen Dracheneier geschenkt, aus denen am Ende der Staffel tatsächlich kleine Drachen schlüpfen und ihr sofort an zur Seite stehen. Und da stellt sich uns selbstverständlich die juristische Frage nach dem artgerechten Halten exotischer Tiere. In Deutschland zumindest gibt es keine bundesweite Pflicht, eine artgerechte Haltung exotischer Tiere nachzuweisen, außer es handelt sich dabei um ein artgeschütztes Tier. Die Mindestanforderungen für die Haltung von Tieren sind in Deutschland durch die Bundesartenschutzverordnung und auch das Tierschutzgesetz geregelt. Generell greift zudem das Washingtoner Artenschutzabkommen und das verbietet Privatpersonen die Haltung seltener Tiere, zum Beispiel aller Walarten, Meeresschildkröten, einige Affenarten und diverser Bären- und Katzenarten. Jetzt können wir behaupten, dass Drachen in Westeros zu den bedrohten Tierarten zählen, da zum Zeitpunkt der Serie ja nur 3 von ihnen weltweit existierten. Zudem würde man als Halter seiner geflügelten, feuerspuckenden Großechsen gemäß § 833 BGB für Schäden haften. Und das kann bei Drachen unter Umständen ziemlich teuer werden. Begeben wir uns in den Norden an die Mauer. Dort schützt die legendäre Nachtwache die Menschen von Westeros vor den Gefahren, die hinter der Mauer lauern. Lange hatte Jon Schnee den Traum, Teil dieser berühmten Nachtwache zu werden. Und als er dann irgendwann tatsächlich Teil der Nachtwache wird, zerplatzt sein Bild dieser edlen Truppe ziemlich schnell. Dort geht es nämlich ziemlich rau zu und scheinbar ist im Gegensatz zu unserem Grenzschutz der Polizei in Deutschland kein polizeiliches Führungszeugnis bei der Bewerbung zur Nachtwache nötig. Denn die Truppe besteht zu großen Teilen aus verurteilten Verbrechern, Vergewaltigern und Mördern. Doch das ist noch nicht alles. Wir wollen noch mal schauen, gegen welche arbeitsrechtlichen Vorgaben gemäß der deutschen Gesetze bei der Nachtwache gerne mal verstoßen wurde. Fangen wir an mit der Regel, dass ein Soldat der Nachtwache keine Frauen und Kinder haben darf. Ein Eingriff des Arbeitgebers in das Privatleben, der so im deutschen Arbeitsrecht ganz sicher nicht stattfinden dürfte. Denn das sogenannte Weisungsrecht geht zwar ziemlich weit, seine Ausübung ist für den Arbeitgeber der unkomplizierteste Weg, um Änderungen im Arbeitsverhältnis durchzusetzen, da dies formlos umsetzbar ist. Außerdem braucht es keine Fristen. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers ist aber gemäß § 611a Absatz 1 Satz 2 BGB ausschließlich auf Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Arbeit beschränkt und damit braucht man in Deutschland keine Angst zu haben, dass einem der Arbeitgeber verbietet zu heiraten oder etwa Kinder zu bekommen. Zudem begibt sich die Nachtwache auch in die Wildnis hinter der Mauer. Eine Anweisung zu einer Dienstreise, die der Arbeitgeber durch das Weisungs- und Direktionsrecht nutzen kann, selbst wenn das nicht ausdrücklich im Arbeitsvertrag steht. Dauert die Dienstreise jedoch länger als 8 Stunden, wovon bei den Ausflügen hinter der Mauer auszugehen ist, muss dem Arbeitnehmer eine gesetzlich geregelte Verpflegungspauschale ausgezahlt werden. Und nun waren wir gerade bei Jon Schnee. Den Nachnamen hat er ja bekanntermaßen durch seine uneheliche Abstammung, denn uneheliche Kinder in Westeros haben grundsätzlich einen schweren Stand. In Westeros ist es ihnen nicht erlaubt, Ländereien und Titel zu erben.
Zudem haben sie keine Ansprüche auf die Privilegien der Familie, aus denen der eigene Vater stammt. Lediglich dem König ist es möglich, einem unehelichen Kind die gleichen Rechte einzuräumen, wie es andere Kinder genießen. Nicht-eheliche Kinder in Westeros erhalten zudem je nach Wohnort Nachnamen wie Schnee, Stein, Strom, Sand und noch diverse andere. Und wie sieht das Ganze eigentlich in Deutschland aus? Die gesellschaftliche Herabsetzung unehelicher Kinder als sogenannter Bankert, Bastard oder Mantelkind war bis 1969 im bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Bis dahin galt, ungeachtet des Grundgesetzes, dass uneheliche Kinder als nicht verwandt mit seinem Vater gelten. Überraschenderweise hatten uneheliche Kinder sogar bis 1998 kein volles Erbrecht, wenn der Vater mit jemand anderem verheiratet war. Seitdem wird im bürgerlichen Gesetzbuch auch offiziell nicht mehr von ehelichen und nicht-ehelichen Kindern gesprochen. So, nun begeben wir uns mit einer kleinen Erinnerung wieder fort aus Westeros und Essos und der Welt von Game of Thrones zurück in die Realität. Es hätte sicher noch viele Situationen gegeben, die wir rechtlich genauer unter die Lupe hätten nehmen können, aber das könnte unter Umständen noch eine Menge Zeit kosten und der Winter naht. Wir hoffen trotzdem, euch hat die juristische Reise in diese spannende Fantasy-Welt gefallen. Wenn ihr also Lust habt, weitere solcher Rechte-Checks durch die Welt der Filme und Serien zu erleben, dann erzählt es uns doch mal in den Kommentaren. Welche bekannten Titel und Filme kommen euch dabei denn so in den Sinn? Hinterlasst außerdem gerne ein Like und ein Abo auf unserem Kanal und verpasst so keines unserer neuen Videos. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Film- und Serienschauen und wir hoffen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Also dann, bleibt gesund und passt auf euch auf.